Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem neuen Mühlenabenteuer. Ja, wir zwei Hübschen sind es wieder. Heute wahrscheinlich erstmal das letzte Mal in unserer Bretter-Brennholz-Saga. Ich denke, dass wir heute unsere Baustelle hier beendet bekommen. Das erste Mal, dass wir nicht hinterm Schlepper hervorgehuscht kommen. Aber keine Angst, Schlepper und Dumper bekommen heute natürlich noch ihren Auftritt. Ja, Marcel, letztes Wochenende hat uns das Wetter ja ein bisschen nicht in die Karten gespielt, hat uns ja so ein bisschen auf Trab gehalten. Heute ist, also es hat gestern komplett geregnet, die Woche war verregnet, aber heute soll das Wetter einigermaßen stabil sein und deswegen trauen wir uns jetzt noch mal das Dach aufzumachen. Genau. Und dann werden wir sehen, dass wir als allererstes Holz weg. Das Holz hier aus dem Nassen rausbekommen, dass unser Hof wieder ein bisschen Platz bekommt. Genau. Danach holen wir uns einen Schlepper und einen Spalter und Dumper. Und dann machen wir das restliche Brennholz weg. So, bevor wir den Kran in Betrieb nehmen, muss ich hier immer noch mal diese Kupplung festziehen, weil der sich ja im Wind dreht, der Kran. Und ja, lieber noch mal ein bisschen fester. Wenn man die Kupplung auf Lose stellt, dann kann der sich halt so mit dem Wind mitdrehen. Und wenn man sie festzieht, dann ist der Motor, der Drehkranzmotor, kraftschlüssig. Dann kann ich den drehen. Man wundert sich manchmal, dass wenn hier unten überhaupt gar kein Wind geht, man den Kran dreht und die Kupplung nicht ganz so festgezogen hat, dass er es dann kaum schafft, da oben noch sich drehen zu können, weil doch aus einer Richtung so viel Wind bläst, dass diese lange Angriffsfläche, obwohl es eigentlich ja nur ein Gittermast ist, so viel Widerstand bietet, dass ich das Biest kaum drehen kann. Oh, Junge! Junge! Man sieht, dass du eine ausgeglichene Persönlichkeit hast. Ich freue mich total, dass Hermann heute wieder zu Besuch ist. Wie ihr wisst, Hermann ist hier der Künstler, der uns unsere wunderschöne Holztreppe gebaut hat, aber auch sonst den Lambris und ganz viel von der Innenausstattung von unserem gründerzeitlichen Flur. Da gibt es auch so ein paar kleine Dinge, wie man hier am Video an meinem Rand hier so rechts neben mir sieht, die noch abgearbeitet werden müssen. Und ja, Hermann, was hast du uns heute mitgebracht? Ja, heute nach Haustürtreppe und Lambris ist nun der letzte Teil hier im Flur, vorläufig letzte Teil, wie ich das so denke, zum Tragen kommen, und zwar die alte Zimmertür oder Mühlenraum-Eingangstür, die du gerne erhalten möchtest, wegen der Beschriftung da drauf vom Müller. Und dafür musste ein neues Futter hergestellt werden, und jetzt versuchen wir, das Ganze in die Wand zu bekommen. Ja, im Detail geht es genau hier um diese Tür. Das ist der Eingangsbereich hier zu unserem historischen Mühlraum. Hier hat früher die Kornvermahlung stattgefunden, und
Ja, wie das alles mal so genau gewesen ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall. Was wir eben bezwecken wollen, ist, dass diese Tür, die geht hier nach innen auf. Wenn sie offen steht, verdeckt sie auch so ein bisschen die Technik und den Sicherungskasten und das Ganze halt einen Anschluss zu schaffen, der eben diesen Flur wieder aufgreift, aber dann eben auch es möglich macht, diese alte, schöne Tür zu erhalten. Ich brauche jetzt tatsächlich nicht überall Türen. Also wir hatten das schon mal so ein bisschen, ich denke mir immer, wir sind nicht in einem U-Boot, ne? So, dass ich das jede Sektion abschließen muss, am besten luft- und wasserdicht. Hatte früher sicherlich seine Daseinsberechtigung, sollte sie gar nicht mal dazu dienen, jetzt wirklich hier alles zu verrammeln, sondern eigentlich mehr oder weniger ja, einfach eine Chance haben, hier noch ein bisschen weiter zu existieren, obwohl wir hier alles sanieren. Es ist ja leicht, alles Alte rauszuschmeißen, durch Neues zu ersetzen. Und wir versuchen hier mit ein bisschen extra Aufwand eben auch das ein oder andere zu erhalten. Ja, Hermann, es ist geschafft, ne? Ja, ich bin geschafft. Wir waren den ganzen Tag dran, liebe Leute, an einer einzigen Tür, muss man wirklich sagen. Aber das ist nicht nur die einzige Tür, dafür ist es eine einzigartige Tür. Ich musste noch mal ein bisschen nachbehandeln, ein bisschen scharnieren, noch ein bisschen sauber machen. Von der anderen Seite wollte ich sie noch lackieren. Aber Hermann, was hast du jetzt schon alles an der Tür, am Türblatt als solches gemacht? Ja, nun rausgebrochene Teile ersetzt, wo der Wurm drin war. Das ist zwar Eichenholz, aber die haben relativ viel Splint verbaut. Ne? Mhm. Und deshalb sind auch Wurmstellen da drin. Hier haben sie Lindenholz angesetzt. Das ist sicherlich nicht bei der Originaltür passiert, sondern in den Jahren später mal was angesetzt und Ähnliches. Also du hast auch gesagt, die gesamten Verband dieser Tür war auch defekt? Ne? Jawohl, fast die ganzen Zapfen waren abgebrochen. Ich habe schon gesagt, eigentlich müsste mal ein Panzer durch die Tür gefahren sein. Ursprünglich mal, die funktionierte als Tür nur, weil hier und da nachträglich Bretter drauf genagelt waren. Sonst wäre die sowieso schon auseinandergefallen. Ne? Und insofern war die sehr grenzwertig. Aber du hast jetzt auch noch wieder ein richtig schönes Kastenschloss eingebaut. Genau. Vorher war das ja so, dass das Schloss außen saß. Ja, das war ja so eine ganz verrückte Konstruktion. Ja, weil es eigentlich ist ein rechtes Kastenschloss und das war eine rechte Tür mit einem linken Schloss. Das muss ich dann innen reinbauen. Ja. Und dann muss ich aber hier so ein tiefes Loch graben, wo die Falle reinarbeiten. War ja gar keine richtige Türbekleidung dran. Das war so ein paar Bretter dran genagelt, ein bisschen bunt gestrichen. Aber du hast uns das auch alles hier wieder mit diesen originalen Schrauben hergerichtet. Soweit ich eben konnte. Schöne so eine Verblendung dran gemacht. Auch alles historisch original. Hier der Türgriff. Ja. Da hattest du gesagt, die Türgriffe waren dafür da, weil es gab ja keine Türklinken oder nur innen. Ne? Es gab die Schlösser, die zu der Zeit waren zum größten Teil nur auf der Kastenschlossseite mit einer Drückerklinke und haben oft auf der anderen Seite nur den Schlüssel gehabt. Und dann hat man eben mit dem Schlüssel die Falle zurückziehen können und hat an dem Griff die Tür einschnappen lassen. Deshalb haben viele ganz alte Türen diesen zusätzlichen Zugriff. Ne? Also bei uns ist tatsächlich, dass hier dieser Türgriff dran war und die Tür gegenüber hat er das auch. Genau, ne? Da sieht man das auch. Also es ist häufiger gewesen. Ne? Das sind diese ganz einfachen Kastenschlösser gewesen, die Dorfschmiede gemacht haben. Ja. Die hatten eben nicht dieses Klinkenmechanismus und das Ganze, das war viel primitiver gehalten und dementsprechend war der Aufwand schon genug, wenn man auf der einen Seite eine Klinke hatte und dann... Weißt du, wann das außer Mode gekommen ist, wann man angefangen hat, dann wirklich? Bei uns im Schloss sind Türen, die sowas haben und das ist 1730 gemacht, aber kurz danach kenne ich das nicht mehr. Ja, wir haben jetzt einen echten Zottel, ne? Der gesamte Flur, alles was ist natürlich echt, ist ein Privileg für uns, dass wir dich kennenlernen durften und dass du dich hier in unserem Projekt angenommen hast und dass das fachlich einfach so in so hervorragende, die besten Hände gefallen ist. Ja, nun, Wassermüller müssen sich unterstützen, ne? So ist das, genau. Junge Marcel, kann man Baustoffhandel aufmachen, ne? Das sag ich dir, das ist das hat doch ordentlich Quadratmeter gegeben. Ja. Also ich brauche natürlich auch noch mal was, in Summe wird es wahrscheinlich auch nicht reichen. Aber ich sag mal, jedes Brettchen, was schon hier oben ist, ist hier oben und jedes Brettchen, was ich hier kaufen muss, ist ein gutes Brett, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, noch mal gucken, dass man auf der Dauer noch mal was unterlegt. Ja. Und aufmerksame Zuschauer haben auch gesehen, Papa Franz ist uns besuchen gekommen.
Und er hat auch noch eine Neuigkeit für uns. Und tut dann der Abschied weh oder geht's einigermaßen? Ach, der Trennungsschmerz ist mir versüßt worden. Kapitalisten! Ja, nee, wenn du siehst, was die für MP-Trucks bei eBay Kleinanzeigen, wenn ich das mal sagen darf, da sind 2 Stück noch drin, 2 800er. Und das sind die mit 25 km/h nur. Und die sollen sich die Leute mal angucken. Und die wollen 10.000 Euro dafür haben. Da fällt dir nichts mehr ein. Und du hast jetzt auch mit kompletten Zubehör verkauft, ne? Ich habe den jetzt mit dem Kranaufbau verkauft, mit dem Mulcher und mit der Heckenschere, mit der großen. Das ist ja eine Einheit, das gehört zusammen. Vorne den Frontkraftheber, den ich gebaut habe, der ist noch, gebe ich noch mit weg. Also alles, was eigentlich zu der Maschine dazugehört. Und ja, die haben sich gefreut. War schön. Ja, es ist ja schade, es ist eigentlich... Ja, wenn das Ding nur in der Scheune steht und rumgammelt, das ist auch nichts. Dann lieber so. Du bist auch zufrieden mit deinem MF jetzt so? Ja, der ist eben... Der MP-Truck ist die eierlegende Wollmilchsau. Das ist eben nur ein Schlepper. Aber für das, was ich noch mache, geht's. Ich habe mich ja schon so vielleicht nehme ich ja das alles, lege ich das alles in ein Töpfchen rein und gucke mal nach was anderes. Ja, schauen wir mal. Eine Möglichkeit, aber ich weiß ja, neue Maschinen haben immer wieder neue Überraschungen an Bord. Ja. Jetzt haben wir noch Endspurt, ne? Endspurt. Ich habe eben Dumper noch mal ausgeladen. Jetzt werden wir sehen, dass wir noch mal vollladen. Ich hoffe, dass das da alles reinpasst. Können wir ja mal Wetten abschließen, ob es passt oder nicht. Was nicht geht, das hauen wir alle auf den Haufen. Das hole ich mir die Tage noch mal weg. Ja. Und ja, ich hoffe aber, dass wir möglichst viel reinbekommen. Wenn es schön stapeln, es kann ruhig hoch werden. Das sehe ich auch so. Und 4 Wochen, ne? 4 Wochen sind wir jetzt schon dran, ey. Ist ein zähes Thema, aber wirklich. Aber haben wir jetzt dann auch wirklich alles wegbekommen. Genau. Erstmal den großen Haufen Brennholz, jetzt noch den großen Haufen Bauholz und jetzt kommt dann noch ein großer Haufen Brennholz. Und dann war die Holzaktion für dieses Jahr wahrscheinlich gut. Müssen wir noch mal wollen noch mal das Eichenholz sägen im Sommer, aber sehr Spielerei, will ich mal sagen. Schön bei T-Shirt-Wetter machen wir das dann. Ja. Kein Stress, kein Stress. Ja. Grill daneben mit einer Bratwurst drauf. Genau. Aber Probleme war auch wieder gut.
Marcel, geile Aktion. Das sag ich dir. Aber 4 Wochen waren wir jetzt dran, ne? 4 Wochen, ja, 12 Festmeter Holz. Ja, das Brennholz geht halt schnell, ne? Aber das Bauholz, hat ganz schön aufgehalten, ja. das braucht so seine Zeit. Aber dafür sind sie auch Tico-Taco, ey. Das muss man natürlich auch sagen. Guck dir meinen Fußboden an, ey. Das ist Ja, und die Balken sind auch geil. Die Balken sind auch geil. War mal hinten, mal in einem war mal so ein bisschen faules so ein Ärschchen dran, aber die Länge brauchst du ja eh nicht. Ne? Die Länge brauche ich nicht Wenn, geschweige. dann freut sich der Ofen. So. Der Ofen. Das Maulholz brennt doppelt so gut. Das sag ich dir. Ach, ich bin froh, dass wir jetzt wieder ein bisschen Platz hier auf dem Hof haben. Ja, auf jeden Ja, Fall. mich hat der Typ damals, war mal im HR-Fernsehen und hat der Dieter Voss hat mich gefragt, Herr Hublitz, was wollen Sie mit dem ganzen Platz? Und dann habe ich gesagt, ja, einfach mal so machen. Ne? Da hat er gedacht, ich habe sie nicht mehr alle. Er hat gedacht, aber ich muss ja ehrlich sagen, bei Aktionen wie diesen, ne, Könntest du noch mehr Platz da manchmal ist mir der gebrauchen. Hof noch zu klein. Wenn jetzt die 12-Meter-Stämme kommen, dann bist du froh, wenn... Mein Vater war ja da, Ja. er hat mir gesagt, er lässt sein Holz jetzt nächste Woche fahren. Und der Holzkutscher, der weiß schon Bescheid, er hat mein Holz auch schon gesehen. Das heißt, da brauche ich nicht viel instruieren, dann liegt das Zeug hier auf dem Hof. Ja, Ne? genau. Dann müssen wir wieder so ein Das kriegen wir auch hin. 2 Tage rein investieren, schätze ich mal. Ja, Letztes Mal haben wir ja Freitag, Samstag gemacht, aber mal gucken. Ja, jetzt sind ja Feiertage, ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Mai kommt erst wieder Feiertag. Jetzt, April ist relativ wenig. ja. Und wenn wir das dann durchgeknallt haben, dann sind wir mit dem ganzen Holzthemen komplett für ein Jahr erstmal wieder Schicht. clean. Es sei denn, im Wald passiert was oder irgendwo fällt ein Baum um. Ja, wollen wir nicht hoffen. Hinten auf der Wiese muss ich mal ein bisschen Frühjahrsputz Ja. machen. Da hat es ja auch etliche Bäume umgerissen. Die müssen Können wir wir mal machen, klein wenn wir machen. die Terrasse machen, kann man da einmal gleich dran gehen. Brauchst du für diese nicht fahren, Nee. ey, die ist so nass. Deswegen. So nass. Herr Wassermüller freut sich ja über den Regen, Ja. aber fürs Terrassenprojekt, wir haben ja noch ein Terrassenprojekt vor, da ist ein bisschen schlecht. Ja, Ja, was soll ich sagen? Alles geschafft. Höfchen ist sauber. Alles geschafft. Holz liegt oben. Bei dir ist sogar die Decke schon halb drin. So, wir haben mal Kassensturz gemacht, waren für jeden 450 € ungefähr. Ja. Also mit Sprit und allem drum und dran. Mit kaputten Sägeblättern 450 Jakob. €. Mit dem Holz gekauft. Genau, also besser geht's nicht. Das geht nicht besser. Also, Jeder für 3.000 € Baumaterial. ja, So. ja. Deswegen. Das ist schon vollkommen in Ordnung, ey. Da muss auch nicht jeder Schnitt perfekt gerade sein. Da muss auch nicht alles hundertprozentig Profi sein. Das wollen wir Aber doch gar die nicht. ganze Scheiße, ja, mich hat ja einer so nach dem Motto Hobby, ja, ist Hobby, muss man sagen, ist Hobby, machen es ja nicht professionell, aber es ist auch, wenn man so ein Haus saniert, immer ein bisschen mehr als nur Hobby. Es ist auch eine existenzielle Geschichte, weil Richtig. ohne den Scheiß kommst du einfach nicht zum Nein, Ziel. nein. Und weder du noch ich, wir könnten uns solche Sanierungen leisten, wenn man nicht den ganzen Scheiß selber machen Schweigen würde. und uns gegenseitig helfen würden. Und uns Das- gegenseitig helfen würden. Ja, Genau, das dann ist würdest einfach. Ich würde mit meiner Scheiße alleine stehen, du würdest mit deiner Scheiße alleine stehen, würden mal aus dem Fenster gucken. Guck mal, ist immer noch nicht weiter. Jetzt Ja, machen wir uns ins Ästchen und trinken heute Abend schön eins zusammen. Genau, so machen wir es. Macht's genauso, also ihr müsst nichts trinken. Wir trinken natürlich auch nur alkoholfreie Getränke. Wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.